Da ist die Leinwand. Und hier ist noch ein tiefgründiger Text. Sometimes detours are necessary to move forward. Manchmal sind Umwege nötig, um vorwärts zu kommen. Lately, my life feels like it's been going down the wrong path. It's difficult finding satisfaction with the art I'm making, and the workload is quite grueling too. It feels like I'm stuck on a treadmill that keeps going faster and faster, and it becomes harder to keep up. What if all this busyness is just a trap, distracting me from pursuing something better? Das Gefühl kenne ich aber auch. Irgendwas kommt immer im Weg. Wenn man gerade was richtig Gutes vorhat und wenn man irgendwie nichts Gutes vorhat, hat man Zeit ohne Ende. Okay, finden wir doch jetzt erstmal den Farbeimer. Zu Listen komme ich nicht wieder zurück. Wieso sind hier unten Käfige? Lieferung ist außer Betrieb. Das müsste man mal DHL anpinseln oder so. Ja, ich weiß, ich muss jetzt erstmal nicht die Leinwand da jetzt schon hinhängen. Okay. Aber ich brauche ja noch den roten, den Eimer für die Farbe. Und irgendwas mit einem Foto. Aber es sieht echt hübsch aus, außer dass ich dahin klicken will und nicht kann. Kann ich ein Futterapparat irgendwo abstellen? Oder muss ich zu MT, um da was zu machen? Die Leinwand und den Pinsel hast du gefunden, doch wo ist der Farbeimer? Ja, das ist doch die Frage. Dazu kommt dann noch die Frage, wo ist der Punkt, wo ich den Futterapparat hinstellen soll. Vielleicht ist der Farbeimer irgendwo anders, ich wusste es. Ich muss Richtung MT. Und kriege ich das auch noch hin? Und guck mal, was da drin ist. Und dann darf ich von da wahrscheinlich wieder in das andere Ding zurück und da was finden. Okay. Ein umgestürzter Raum. L3 aufwärts. Okay. Ja. Ich habe hier so ein Plakat hängen für Half-Life 2. Das war auch so. Einfach nur die Crowbar und fertig. Und alle wussten, was los ist. Hab einmal mit Wasser. Schön, dass ich den hier sofort finde. Farbeimer bei der Leiter. Schriftrolle im Fass und Pinsel an der Blume. Der umgefallene Baum blockiert den Weg. Finde einen anderen Weg. Ja.
Okay, jetzt sind wir hier unten. Da ist der Pinsel für grün. So wie es aussieht. Dann gucke ich hier links. Da ist auch noch eine Tür, aber da komme ich nicht durch, weil verriegelt. Also barrikadiert heißt das, glaube ich. So, zurück. Eigentlich ein Thema. Das da heißt, ich suche mir den Wolf nach einer Erklärung. Each world yields to the power of its own color. Jede Welt trägt die Macht ihrer eigenen Farben. That note indicates what I've started to notice. Each world seems to have its own color theme in the items I pick up, and each world uses a different color of paint. Blue was the primary color for the alley cafe, red for that ornate house, and green for this foggy cliffside. Okay. Da war ich doch schon. Da ist ein Fotoapparat-Indikator. Fotografie einer leeren Tasse. Empty your cup. Clear your mind from noise and distractions, and your path will be revealed. Leere deine Tasse, säubere deinen Verstand von Lärm und Ablenkung und dein Weg wird sich dir offenbaren. Mit Feuer wird es noch eine Spur besser. Und die grüne Asche kommt dann in den Farbeimer. Das ist wieder das schöne Geräusch. Und der Pinsel kommt in den Farbeimer mit der grünen Dingsbums. Ja. Jetzt brauche ich noch das Fass mit der Farbe Rot. Mit der Leinwand. Danke auch. Danke auch. Und zurück. Ja, danke auch. Kann ich das irgendwie pinseln oder so? Und schon habe ich eine Brechstange. Und mit der Brechstange mache ich gleich dieses Fass auf. Nee, noch besser. Die Brechstange hat was gegen Bretter, die vor Türen gelagert sind. Und schon habe ich eine Leinwand. Und mit der kann ich doch jetzt bestimmt hier eine Tür bauen. Die dann hinaus ins Freie führt. Und wieder zurück. Und dann sehe ich mich hier noch ein bisschen um. Hier ist zum Beispiel eine Notiz. Chop down and clear away every tree which does not bear good fruit. Look past distractions and what is not essential, and your path will be revealed. Fälle alle Bäume, die dir Sicht nehmen und keine guten Früchte tragen. Übergehe Ablenkungen und alles Unwesentliche, dann wird sich dir dein Weg offenbaren. The messages I'm getting from this world seem to be about clearing away obstacles in order to move forward and find a new path. I remember a story about a wise man who was pouring tea for an impatient man who had come to visit him because he wanted to know the meaning of life. The wise man kept pouring the tea, while the impatient man kept talking and asking questions, and the tea began to overflow in his cup. The impatient man protested, saying, "Stop, can't you see it's full?" And the wise man said, "Just so, like this cup, you are full of your own opinions and speculations. How can I teach you unless you first empty your cup?" I've always liked this story. To empty yourself so that you may be filled with something new. Ja.
Gut, ja. Sollte man manchmal dran denken. Und ich habe jetzt Farbeimer mit Wasser gefunden. Auch schön hier. Ein Vogelhäuschen. Wiedergeburt. Da habe ich doch einen guten Hinweis für Fotografie eines Fluges. Go where there is no path. For where there is a path, there is someone else's footsteps. Create your own path. Gehe nicht dahin, wo vor dir bereits andere Winde hergegangen sind und ihre Fußspuren hinterlassen haben. Gehe deinen eigenen Weg. Zünde diese Nachricht an. Mache rote Farbe. Und tunke deinen Pinsel ein. Und dann versuche... Ich dachte gerade, der Pinsel wäre weg. Okay, das war erstmal alles. Und dann geht's zurück zur Wiedergeburt. Okay. Jetzt bin ich wieder hier und habe da meine Tür. Da gehe ich hier hin und mal die an. Zack. Und nun kann ich hier durchgehen, ohne Angst zu haben. Und mal natürlich die Rückseite auch noch an. Und guck mir die leeren Bilder hier an. Das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Irgendwann so ein leeres... Oh, hier kann ich Fotoapparat hinstellen. Auf. Das Ding da natürlich. Fotografie des Gemäldes Der Triumph des Todes. Dying to old ways of thinking and being creates a path for new life out of the wasteland. Wenn altes Wissen stirbt, wird Platz für neues Leben außerhalb des Ödlands geschaffen. The picture card speaks of dying to old ways to find new life. I'm reminded of something Joseph Campbell once said. Only birth can conquer death. Birth not of the old thing again, but of something new. Within the soul there must be recurrence of birth if we are to experience a rich life. I can't say that I've ever gone through a change so dramatic, but it feels like I'm getting close to something like this. Otherwise, why am I being shown all of this? Gute Frage. Vielleicht bist du auf der Suche nach dir selbst. In einem Haus, das du nicht kennst. Derzeit. Ein Fenster nach draußen und hier ist eine zerrissene Karte, die ich auch noch bepinseln darf. Erstmal rote Wäsche. Und jetzt muss ich noch einen Farbeimer finden. Guck mir die Uhr an, die stehen steht. Und keine Zeiger hat. Doch. 10 vor 3. 10 vor 2. Wenn ich das richtig sehe. Oh, hier geht's eine Treppe hoch. Und noch was zu fotografieren.
Könntest du... Danke. In grün. Where does your greatest passion meet the world's greatest need? This is your vocation and paradise. Wo trifft deine größte Leidenschaft auf das größte Bedürfnis der Welt? Dies ist deine Berufung und dein Paradies. Vocation as paradise. I once read that the word vocation is rooted in the Latin word for voice. Then perhaps our vocation is not something we simply pursue, but is more of a calling that is heard. It is in listening, not pure willfulness, that our true path is discovered. But how to discern between that voice within and the voices of the wasteland that lead down a false path? Gute Frage, ja. Gehen wir doch erstmal die Treppe hier hoch. Und haben auch nichts verpasst, ja gut. Hübsch. Auch hier alles. Und hier ist noch mal was zum Fotografieren. Was du suchst, ist näher als du denkst. What you seek is closer than you think. Das, was du suchst, ist näher als du denkst. Mirrors symbolize a gateway to truth through inner contemplation and reflection, which allow us to see truths within ourselves. I saw a mirror in a museum once with the inscription, "Be clean and bright, and reflect what is in your heart." I think this points to knowing who you are, so that you can be who you are. Ja. Nadel und Faden. Mend the split between yourself and the true artist. Überbrücke die Kluft zwischen dir und dem wahren Künstler. Und sie erzählt bestimmt was dazu. These notes keep mentioning something called the true artist. I wonder if this is similar to something Jung called the self, which is the unconscious part of ourselves where our true nature lies. In different times it went by other names. The Greeks called it the daemon, and the Romans called it the genius within each individual. Jung considered that everyone has a sense of wholeness from birth, but loses it early in life. The goal is to consciously rediscover the self. Otherwise, we eventually reach an impasse in one way or another. That must be what this is. Ja, warum nicht das auf der... Bibel? Ich glaube, die Bibel ist da, aber okay.